Die Pflege von Mattlacken ist auch ein großes Thema. Heute wollen wir mal darüber sprechen, wie man einen Mattlack optimal waschen kann. Mattlacke haben einen großen Vorteil, und zwar, dass ich Waschkratzer darauf nicht sehe, weil sie quasi nicht entstehen. Sie haben aber den großen Nachteil, dass ich jeden Fleck von Vogelkot, Harz oder auch durch falsche Wäsche sehe und tiefe Kratzer auch sehe, ohne sie rauszubekommen. Und ich muss dann lackieren und meist sehr aufwendig lackieren. Bei der Wäsche von Mattlacken ist gar nicht viel anders zu einem glänzenden Lack. Nur wir müssen immer bedenken, dass wir die Chemie so abstimmen, dass wir keinerlei Flecken verursachen können und dass wir noch weniger Reibung erzeugen als bei einem Glanzlack. Das heißt, wir werden chemisch versuchen, alles zu entfernen, ohne den Mattlack anzugreifen und dann vorsichtig von Hand waschen. Der Prozess ist gar nicht so anders wie beim Glanzlack. Es gibt ein, zwei Sachen, worauf man achten muss. Das zeigen wir euch jetzt. Lasst uns mal losstarten. So, wir starten wie gewohnt mit den Felgen. Soll jetzt hier nicht Thema sein, wer sich das nochmal genau angucken will. Guckt sich das Video zur Felgenreinigung an. Lustigerweise genau im gleichen Auto entstanden. Ich sprühe jetzt hier noch einen Felgenreiniger auf, kümmere mich um die Felgen und dann kommen wir zum Hauptpunkt, nämlich den Mattlack. Schauen wir uns erstmal an, womit wir zu tun haben. Nicht, dass es heißt, wir waschen nur saubere Autos. Kennen wir ja von euch. Ihr kleinen Schlingel jetzt hier, wirklich mal ein schmutziges Auto. Keine Höhle, aber so das, womit man jeden Tag zu tun hat, gerade in den Sommermonaten. Wie ihr in den letzten Bildern gesehen habt, haben wir allerhand Insekten. Damit wollen wir starten. Wir verwenden einen besonders milden Insektenentferner, in diesem Fall Kochchemie Insect and Dirt Remover. Ist mit einem pH-Wert unter 11 relativ gut und damit auch schon zum Mattlack. Sprühen den flächig, aber nicht zu viel auf. Ein guter Insektenentferner muss nicht literweise drauf gesprüht werden, sondern wirkt, wenn er an die Oberfläche kommt. Lassen ihn nach Herstelleranleitung einige Minuten wirken, achten darauf, dass er nicht eintrocknet und spülen ihn mit einem harten Strahl, idealerweise vom Hochdruckreiniger, gründlich runter. Hierbei entfernen wir schon einen Großteil der Insekten. Wenn jetzt noch was drauf bleibt, nicht ganz so schlimm, es kommt noch mal eine Runde Vorreiniger, von daher keine Panik, aber die erste große Menge Insekten sollte hier definitiv runtergehen. Achtet da auf die markanten Stellen, Motorhaube, Frontbereich, Spiegel, Dach und die Frontscheibe. Nach der Front sprühen wir einmal das gesamte Fahrzeug ab. Grundsätzlich wisst ihr, nehmen wir normalerweise direkt den Vorreiniger auf den trockenen Lack. Hier präferiere ich einfach einen Spülgang mehr, um wirklich schon mal den Sand runterzunehmen. Das, was ich lose abspülen kann, soll schon mal runtergehen, damit der Vorreiniger noch kürzer wirken muss. Möglichst kurze Einwirkzeiten beim Mattlack sind ganz wichtig, damit die Chemie keine Flecken hinterlässt. Deswegen gehe ich einmal vorweg, nehme mir die 2 Minuten mehr, spüle gründlich von oben nach unten das Fahrzeug ab, inklusive Radkästen und nehme dann auch gleich einmal die Felgen mit, bevor ich dann mit meinem eigentlichen Vorreiniger, in dem Fall eine etwas höhere Verdünnung vom Multistar, als wir sonst verwenden. Man kann ja noch einen Greenstar verwenden oder einen anderen guten Vorreiniger. Leicht alkalisch darf er sein. Er soll ja auch direkt lösen, aber achtet darauf, dass ihr die Verdünnung zum oberen Ende der Möglichkeiten wählt, damit ihr wirklich keine Flecken riskiert. Und hier ganz besonders darauf achten, während der Wirkzeit gut aufpassen, dass der Vorreiniger nicht antrocknet. Bei so einem Mattlack machen wir 1, 2 Handgriffe mehr, können nicht immer ganz effizient vorgehen, wie wir sonst besonders bestrebt sind, darauf zu achten. Aber wie gesagt, Mattlack können wir nicht mehr retten, wenn da was kaputt geht, außer durch Lackieren. Deswegen nochmal der Hinweis, achtet nicht so sehr auf die Reiniger per se, sondern auf die Methoden. So, zum Thema Mattshampoo. Es gibt natürlich spezielle Mattshampoos, die haben dann eine spezielle Versiegelungskomponente, die eben keinen Glanz erzeugt. Ich würde aber immer empfehlen, ein möglichst neutrales Shampoo ohne jegliche Zusätze zu verwenden. Reinigungskraft ist höher, Gleitvermögen ist besser, Schaumbildung ist besser. Die Pflege können wir immer noch danach machen. Wir kärchern ab und dann geht es an den Eimer. So, Eimer fertig, wir können runterspülen. Der Vorreiniger hat gewirkt, ist noch nicht angetrocknet. Von daher fangen wir wieder an. Von oben nach unten Eimer rund ums Auto inklusive Radkästen von innen. Und die Felgen, achtet auch drauf, im Bereich der Türscharniere und Türfalze richtig drauf zu halten. Dann spart ihr euch nachher auch bei der Einstiegsreinigung viel Sand. So, bevor wir jetzt das Auto wirklich anfassen, nochmal eine Runde Schaum drauf. Hier kann man gerne einen pH-neutralen Schaum nehmen. Ich verdünne mit dem Multistar nochmal runter, einfach damit ich noch eine Sprühflasche haben muss. Hier geht es darum, wieder Gleit- und Reinigungsvermögen zu erhöhen, um wirklich alle Risiken auszuschließen, soweit es denn geht. An dieser Stelle sollte die Vorreinigung aber schon so gut sein, dass nahezu kein Schmutz mehr auf dem Lack ist. Wenn nur noch ein dünner Hauch leichter Schmutzfilm, den wir jetzt nach der Autolackaffen-Waschmethode mit vielen Handschuhen, selbst bei einem Smarten mindestens 3 bis 4, vorsichtig von oben nach unten runter waschen. Wie gesagt, wer da nochmal ein genaues Vorgehen haben will, guckt sich nochmal die Autolackaffen-Waschmethode an. Da haben wir das ganz genau beschrieben, wie wir bei der Wäsche vorgehen. Ja, hier habe ich mal kurz den Handschuh verloren. Der ist vor Wasser aufgequollen und mir von der Hand gerutscht. Deswegen mal ganz kurz so weitergearbeitet. Wir arbeiten hier mit dem pH-neutralen Shampoo. Alles halb so wild. Macht die Hände ein bisschen trocken. Deswegen mache ich es nicht auf Dauer. Aber hier ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Nur nicht wundern, warum ich hier nur einen Handschuh trage.
Ja, achtet darauf, den Handschuh regelmäßig auf Schmutz zu kontrollieren, zu wenden, wenn er schmutzig ist, wenn ihr in einem unteren Bereich wart, also wenn ihr runter bis zur Stoßstange gewaschen habt, den Handschuh und die Seite natürlich nicht weiter verwenden, sondern tauschen bzw. umdrehen, je nachdem wie weit ihr seid, und dann wascht ihr euch so einmal rund um euer Auto rum. Ganz zum Schluss nehmt nochmal die Einstiege mit, wenn ihr Sorgen habt, dass der Reiniger in der Zeit antrocknen könnte, spült gerne erst ab, macht dann die Einstiege. Bei so einem Smart ist es sehr überschaubar, das direkt mit wegzumachen. Wie ihr seht, nehmen wir dafür einen Zottelhandschuh, gehen einmal gründlich durch die Einstiege und dann sind auch die sauber. Ja, hier bei so einem Smart, kleine Besonderheit, diese komische Haube. Hätte man jetzt mit dem Tuch da fixieren können. Ich halte sie einfach kurz fest, nehme dann noch die paar Blätter raus und dann ist der Wagen auch soweit sauber. Jetzt wird es nochmal richtig nass. Wir spüren den Wagen von oben nach unten. Ihr wisst ja, bei uns idealerweise mit einem Gartenschlauch mit fließendem Wasser ab. Das schwemmt einfach noch mehr das Shampoo und den ja, eigentlich nicht mehr vorhanden sollenden Schmutz aus. Wer den nicht hat, kann natürlich auch einen Hochdruckreiniger nehmen. Es geht einfach schneller und effektiver mit einem Gartenschlauch. Von daher hier nochmal der Hinweis. So, erste Drucklufttrocknung. Dabei mache ich verschiedene Dinge. Zum einen puste ich die große Menge Wasser vom Lack, einfach damit das Trockentuch nachher nicht mehr so harte Arbeit leisten muss, und kümmere mich natürlich um die Ritzen, Spalten, Kühlergrillen, solche Bereiche. Dann nehme ich ein hochwertiges Mikrofasertrockentuch eurer Wahl, je nachdem, was ihr da am liebsten mögt, und trockne das ganze Fahrzeug von oben nach unten möglichst gründlich ab. Wechselt gerne mal das Trockentuch, wenn ihr das Gefühl habt, das ist jetzt sehr nass oder auch schmutzig. Auch hier gilt, wie gesagt, lieber einmal mehr Vorsicht als einmal zu viel gerieben. Und dann wird das Auto auch trocken. Denkt dabei dran, Waschkratzer und leichte Oberflächenkratzer entstehen beim Mattlack nicht. Dafür aber umso mehr starke Kratzer, die ihr nicht mehr rauskriegt. So trocknen wir uns einmal rund ums Auto, auch in den unteren Bereichen. Und für die Einstiege nehme ich ein kleineres Handtuch, einfach weil das Handling da besser ist. Genauso wie für die letzten unteren Bereiche, also Abschweller abwärts. Das mache ich ganz zum Schluss mit einem separaten Tuch, was dann natürlich auch wieder keinen Kontakt zum oberen Lack hat. Kompliziert ist es nicht, wie gesagt, wichtig zu beachten. Viel Wasser, viel abspülen, Partikel vermeiden, denn die machen tiefe Kratzer, die wir nicht mehr rausbekommen. Möglichst abgestimmte Chemie nehmen, eher neutralere Sachen oder leicht alkalische. Wir wollen nämlich auch Dreck lösen, ganz neutral reicht meistens nicht. Und dann wirklich Einweichzeiten beachten, damit der Schmutz wirklich gelöst werden kann. Abgespült, ganz soft waschen und dann den Lack entsprechend trocknen. Gerne noch mit einem Quick Detailer für Mattlacke pflegen. Verlinken euch alle verwendeten Produkte hier unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Nachmachen. Haut rein.